Wir sind jetzt auf der Kanareninsel La Gomera angekommen und wir werden uns hier 3 Tage lang aufhalten und haben eine etwas besondere Unterkunft gewählt. Erste Nacht ist gut überstanden. Man wacht immer auf, wenn sich irgendwer umdreht. Da oben war es sehr schön. Man hat da Meeresrauschen gehabt. Ich hab geschlafen. Wir haben diesmal entschieden, wir wollen keine normale Unterkunft, sondern einen Camper. Und wir teilen uns den mit unseren 2 Freunden natürlich. Und es ist ein sehr kleiner Camper, darum werden wir mal schauen, wie das funktioniert. Wir holen jetzt unsere Unterkunft ab. Die steht schon da hinten. Welche ist denn? Die blaue. Die offen ist. Natürlich die kleinste. Und generell, wie uns La Gomera gefällt. Ihr werdet jetzt erst einmal ein paar Aufnahmen vom Camper sehen und dann kommen natürlich die schönsten Orte von La Gomera. So, kleine Roomtour. Das ist die Sitzbank und Jassi und ich werden vorne sitzen. Das kann man allerdings zu einem Bett umbauen. Das zweite Bett ist da oben. Aufstelldach regelt. Da haben der Axel und ich heute schon geschlafen. Wir haben da eine kleine, aber feine Küche, sowohl als auch einen Kühlschrank. Das da ist eigentlich ein Klo. Wir verwenden es jedoch nicht als Klo, sondern als Mistkübel. Das ganze Gefährt erfüllt unsere Zwecke absolut und ist für 3 Tage wirklich empfehlenswert. Wir haben auch schon einen sehr schönen Stellplatz am Strand gehabt, was sich wirklich gelohnt hat. Jedoch ist die Kiste 30 Jahre alt, haben wir im Zulassungsschein gelesen und ja, das Vorwerk ist okay. Aber eigentlich ganz lustige Entscheidung, dass wir einen Camper gewählt haben als Unterkunft auf La Gomera. Und ja, Fazit gibt es am Ende vom Video, ob sie das auszahlt hat oder ob wir es anders machen hätten sollen. Wir sind am Mirador do Roque oder so ähnlich angekommen. Der Roque ist der Felsen im Hintergrund. Schaut sehr imposant aus und ja, auch die ganze Natur drumherum eigentlich ziemlich schön. Wir mögen es. Gibst du nicht was, dass ich schon mal Stinken wir? Mirador de Roque de Taxaque. Man sieht nichts. Man sieht nichts. Das ist aber gut so. Soll genauso sein. Ihr seht im Hintergrund den Nebel. Und der geht immer oder die meiste Zeit des Jahres von der Seite aufwärts. Und das ist auch der einzige Ort auf der Insel, wo annähernd so viel Niederschlag ist, dass Bäume wachsen können. Es regnet da nicht recht viel, darum müssen die Pflanzen auf den Nebel irgendwie zurückgreifen. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist mein Platz. Das ist der beste Platz im Auto, habe ich das Gefühl. So, wo gehen wir hin? Zu Naturpuls. Keine Ahnung, das was sind die China Naturales de Hemagua, dem Hermigua, Hermigua. glaube ich. Laura, sind wir soweit? Ja, aber es sind gerade so andere und wir wollen natürlich alleine im Pool sein. Park
3 auf La Gomera und wir haben eine mini kleine Wanderung vor uns. Was war ein Besuch von der Insel, wo wir uns nicht auf den höchsten Berg begeben würden? Der Axel kennt den Weg noch nicht. Ich kenne den Weg noch nicht. Und ja, da nehmen wir euch jetzt mit. Das Wetter ist schön. Ihr seht es an meiner reichlichen Kleidung. Und ich habe alles an, also es ist nicht so warm, wie der Axel gerade tut, aber es ist okay. Check mal da kurz Frage, da ist eine coole Aussicht. Da. Ja, die Aussicht hat sich nicht ausgezahlt. Wo bist du? Am höchsten Punkt von La Gomera. So, wir haben es auf den Gipfel geschafft. Ja, Alto de Garañello, irgendwas. Also der Nationalpark ist auf jeden Fall, oder der höchste Punkt ist nach dem Nationalpark benannt. Wir wollen natürlich auf alle höchsten Punkte da und nach dem Tede sind wir jetzt auf La Gomera, darum wollen wir da rauffahren. Ist fast vergleichbar, kann man sagen. Genau, aber man sieht den Tede da drüben und ja, wenn ihr das Video natürlich auch sehen wollt, verlinken wir es euch oben. Und da sind so viele Sandflügen herum, keine Ahnung wieso, weil es ist saulästig. Drum gehen wir jetzt wieder runter. Mit etwas Glück würde man mehr sehen, aber es sind rundherum Wolken und ja, wir haben keine Dringer dabei, darum geht es jetzt wieder runter. Wow, so viel Fliegen! So, wir haben jetzt den letzten Tag mit dem Camper und wir sind eigentlich nur Fazit schuldig. Und zwar, wir waren ja zu viert in diesem kleinen VW-Bus unterwegs. Wir haben 3 Nächte darin verbracht, beziehungsweise eine kommt jetzt noch. Und man muss sagen, es war eigentlich gemütlicher als gedacht. Wobei ein großer Vorteil natürlich war, dass man meistens draußen sein kann und nicht immer 4 Leute irgendwo im Camper drin herumhocken. Das ist nämlich, glaube ich, sonst ziemlich zart. Ja, und er hat eigentlich drinnen alles, was man braucht. Man hat einen Herd, man hat eine Kühlbox, die funktioniert mit Solar. Man hat Wasser fließend, was man als Abwasch oder Dusche verwenden kann. Und das Hochstelldach funktioniert auch einwandfrei. Wo wir sagen müssen, wir haben vielleicht sogar mehr Möglichkeiten als daheim. Aber ein großes Minus gibt es, Laura. Dass das Auto so alt ist? Dann gibt es 2 Minus. Das eine Minus ist, das Auto ist relativ alt und das andere ist die Toilettensituation. Wir haben, glaube ich, in der Eingangsszene das Klo gezeigt, was wir gehabt hätten, haben wir tatsächlich als Mistkübel verwendet, sondern nicht als normales Klo. Und so mit öffentlichen Klos schaut es auf La Gomera nicht so gut aus. Generell ist die Infrastruktur einfach nicht so fortgeschritten wie jetzt auf anderen Inseln, die touristischer sind. Gleichzeitig war das aber eigentlich ein Faktor, den wir sehr genossen haben auf La Gomera. Es hat insgesamt so was sehr Verschlafenes und sehr gemütliches und da passt der Camper wirklich richtig gut rein. Ja, das heißt, gesamt gesehen, wer sagt, er möchte La Gomera machen und das vielleicht ein bisschen anders, kann sich gern einen Camper ausborgen. Der da ist definitiv eine gute Idee oder halt einen von einer anderen Mietfirma. Und nur was? Ich würde sagen, wer La Gomera entdecken möchte, entweder sehr viel wandern. Es gibt sehr viele Wanderwege, mit denen man die schönen grünen Täler und so ein bisschen besuchen kann. Oder tatsächlich einfach mit dem Camper herumfahren, irgendwo stehen bleiben, dann wieder mal eine Kaffeepause machen, wieder mal irgendwo herumsitzen, am Strand stehen. Wir haben jetzt alle 3 Nächte direkt am Meer verbracht mit Meeresrauschen. Das war wirklich cool.
Und von dem her sind wir eigentlich extrem zufrieden. Ja, und wenn ihr auch das Video genossen habt, dann folgt uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video ein Like und Es geht morgen auf die nächste Insel. Seid gespannt.